So, jetzt stehen wir vor einer ganz interessanten Tafel. Oben, das ist mein Elternhaus in der Kirchstraße. Man kann auch lesen, Meister, also Malermeister. Dieses Haus hier hinten, das ist das Haus in der Hauptstraße, Friseur, wo jetzt der Friseur drin ist. Dieses Haus stand damals schon 1955, 56. Die Aufnahme ist 1957 gemacht. So, und hier unten haben wir eine Kombination von zwei Bildern. Das ist meine große Schwester Inge. Die hat am 31. Oktober Geburtstag, da war sie 10 Jahre alt, sprich am 31. Oktober 1943. Das ist meine jüngere Schwester, mein Bruder, und der Pfeifenkopf, das bin ich. Und diese Aufnahme wurde genau 70 Jahre später aufgenommen, an gleicher Stelle, in der Kirchstraße. Das ist sozusagen, der Lübner Begriff ist vor Abrahams Plumpe. Hier stand, das ist noch der Schatten von der Pumpe, von der schwingenden Pumpe. Da steht heute annähernd dieser Baum. Und da sind wir 70 Jahre später wieder hingegangen, genau am gleichen Tag, am 31. Oktober 2013. Das ist mein Bruder, das bin ich, meine große älteste Schwester und die andere Schwester. Hallo, mein Name ist Hans-Richard Groschke, ich bin geborener Lübner, 1942. Und ich befinde mich jetzt hier in einer Ausstellung, die im Museum Schloss Lippen seit 14 Tagen läuft, aber ja leider wegen Corona nicht geöffnet werden kann. Und da will das Museum mir einen kleinen Überblick über die Ausstellung machen und einen kleinen Einblick in die Familiengeschichte meiner Eltern, die sich während des Krieges viele Briefe geschrieben haben. Die sind nummeriert. Ich bin, die Höchstzahl die existiert, über 120. Die meisten sind verbrannt vor 45, weil mein Elternhaus abgebrannt ist, 45, und die aus der Kriegsgefangenschaft von meinem Vater 1945 bis 1937 Ostern. Die Briefe sind mehr oder weniger alle erhalten aus der Gefangenschaft. Und wie gesagt, die haben sich sehr reichlich und ausgiebig geschrieben. Ja, wie in fast allen Familien, die ich kenne, wurde eigentlich über diese Zeit, weil sie das Grauen hinter sich hatten und wahrscheinlich nicht mehr erinnert werden wollten, da wurde gar nicht so übermäßig viel drüber gesprochen. Schon, und mein Elternhaus in der Kirchstraße, das war schon oft ein Thema, vor allen Dingen, weil mein Vater dieses Haus ja wieder aufbauen wollte. Und das hat nicht geklappt, er wurde dahin gezogen bis 1957, da musste die Ruine abgerissen werden. Die wurde von unserer Familie abgerissen und wurde ein neues Haus draus gebaut, das steht jetzt in der Frankfurter Straße. Aber über die Kriegsdinge geschehen an sich wurde nicht so übermäßig viel gesprochen in der Familie. Ich kann mich genau an die Gespräche groß kann ich mich nicht erinnern, werden schon vorgekommen sein, aber aus den Briefen, die Mutter geschrieben hat zu meinem Vater in die Gefangenschaft, kann man doch einiges erlesen, weil unsere Familie hatte, ich komme aus einer Handwerkerfamilie und wir hatten einen großen Kundenkreis, und da schildert sie schon in den Briefen, was hier nach 1945 denn passiert ist. Das kommt in der Ausstellung natürlich nicht zum Tragen, weil ja da Namen genannt werden, wie und was. Haben sie ja viele auch, egal aus welchen Gründen, das Leben genommen. Und das ist bekannt. Und darüber wurde eigentlich, fällt mir jetzt gerade ein, da wurde auch drüber gesprochen, sowieso und Tante sowieso und das die da. Aber sonst an sich, und mein Vater, als er nach 47 aus der Gefangenschaft kam, der wurde ja gleich einen Tag später abgeholt und war bei der GPU in der Paul-Gerhardt-Straße, damals, ja doch, hieß ja damals Paul-Gerhardt-Straße und heute auch, in der Paul-Gerhardt-Straße, und da wurde auch nicht drüber gesprochen, außer eins hat er erwähnt, wo ich mich erinnern kann, dass er im Wasser gestanden hat, im kalten Wasser bis Bauchhöhe, und die Bestätigung habe ich auch von anderen, die da drin standen, dass das eben stattgefunden hat. Aber sonst kann ich mich nicht, die mussten ja unterschreiben. Das kenne ich auch von Kundschaft, wo ich gearbeitet habe, die in Jamlitz waren und so weiter.
durften ja darüber nicht sagen. Aber hin und wieder ist doch mal was durchgesickert. Ja, das muss eine ganz große Bedeutung gehabt haben, die kann man sich auch vorstellen, weil ja jeder gegenseitig gedacht hat, geht es dem Partner gut, ob so rum oder so rum. Und der Warner, das sieht man ja auch aus den Briefen. Und speziell auch meine große Schwester, die ist 9 Jahre älter als ich, die haben beide korrespondiert. Es existieren noch Briefe von meiner Schwester. Und die Briefe von meinem Vater an die Kinder, die haben eine Besonderheit. Die hat er dekoriert mit Blumenkanten. Und da sind in der Ausstellung auch 2 für mich ganz tolle Briefe drin. Und er hat ja in der Gefangenschaft nichts, aber er ist ja vom Beruf Maler, Malermeister. Der hat, wie es aussieht, 3 oder 4 Buntstifte gehabt, die er benutzt hat. Und die hat er mit einem Pinsel aquarellmäßig anders, der hat garantiert keine Farben da gehabt. Die hat er aquarellmäßig die Farben verlaufen lassen. Für mich sind das Kunstwerke und die bin ich immer wieder stolz drauf. So wie eigentlich auf die ganze Ausstellung. Das hätte ich mir ja nie träumen lassen, meine Eltern schon gar nicht, dass sie hier mal im Lübner Museum hängen mit ihren Feldpostbriefen. Und die Feldpostbriefe, die sind ja eigentlich, ich bin ja damit nicht rumgerannt, aber ich habe das Museum mal erwähnt, dass ich Feldpostbriefe besitze. Und daraufhin wurde ich angesprochen, ob ich die für diese Ausstellung zur Verfügung stellen würde. Und das war eigentlich kein Problem für mich. Habe ich getan. Und die Ausstellung ist aus meiner Sicht sehr gut gelungen. Ja, was bedeutet die Ausstellung? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Dass man dieses Geschehen im Zweiten Weltkrieg und die ganzen Folgen danach, dass man das nicht so einfach wegtun soll. Und ich kann es ganz kurz machen, nie wieder. Und das sollte man immer im Kopf haben, dass man, und ich denke schon, wenn ich sehe gerade hier die einige Lippenbilder vom zerstörten Lippen. Und wenn man das, da sollte auch die Jugend, die Nachwachsende, sollte das vor Augen geführt werden. Die sollten sich vielleicht damit, werden sie auch tun, aber wir leben heute in einer anderen Zeit. Und wenn ich jetzt gerade hier so die zerstörten Bilder von Lippen sehe, da hatte mein Vater, fällt mir gerade ein, einen Spruch, der ging durch sein ganzes Leben. Den hat er unten im Keller uns an der Wand geschrieben, bei meinem Bruder und bei mir. Der heißt, handeln müsst ihr, nicht nur träumen. Nutzlos ist, was man nur plant. Hindernisse aus dem Wege räumen, das ist es, was den Weg uns bahnt. Oh, ich habe ihn zusammengekriegt.